Ja, jetzt mach doch mal einen Kopf zu, Kollege. Warum baut Mercedes keine Coupé, keine Cabrio-Version mehr? Drumherum könnte es schon besser gehen. So, 302. So, das waren jetzt 302. Robert, da hast du aber einen entspannten Daily heute ausgesucht, du. Ja, Alter, eins meiner Traumautos, muss ich sagen. Wie jetzt? Mehr als der E63 oder was? Ja, tatsächlich schon ein wenig. Ehrlich, S-Klasse Coupé. Ja, ganz besonders S-Klasse Coupé. Wieso? Als Coupé-Version genau. Ja, weil es einfach bombastisch aussieht. Ja, da musst du wirklich schon sagen, das ist das Geile, beziehungsweise nee, eigentlich eher das Traurige. Denn Leute, bei der neuen S-Klasse gibt es keine Coupé und keine Cabrio-Version mehr. Genauso auch wie bei der neuen C-Klasse bedeutet, neuer C63 wird nicht als Coupé oder Cabrio-Version angeboten. Bedeutet, wir fahren hier heute was richtig Spezielles. Und zwar Brabus 800 basierend auf dem S63. 612 PS serienmäßig. Hier, wie es schon die Zahl sagt, 800 PS haben wir am Start. Ich würde sagen, wir machen mal die Motorhaube auf und schauen mal, was da so drunter steckt. Ich gehe mal davon aus, wir werden nicht allzu viel sehen. Denn wir haben hier beim Brabus 800, wir haben geänderte Turbolader. Bedeutet, wir haben größere Turbolader am Start. Ja, sehen wir hier schön alles in Carbon gehalten. Die Motorabdeckung Brabus 800 und hier drunter haben wir die größeren Lader. Allein da geht es schon wieder los. Dieses Detail hier mit der Plakette drauf. Wir sehen auch ganz genau, wer den Motor hier gebaut hat. Das ist schon geil. Ja, eigentlich 1:1 kann man sagen, wie beim E63. Da haben wir ja auch größere Lader. Allerdings da haben wir 840 PS und wir hatten mal 1200 Newtonmeter. Allerdings ist das schon zu viel. Ticken über 1200 Newtonmeter. Jetzt hat er so knapp über 1000 Newtonmeter. Hier haben wir genau 1000 Newtonmeter. Man muss mal überlegen, 0 auf 100 serienmäßig 3,5 Sekunden. Jetzt 3,1 Sekunden ist natürlich auch dementsprechend schwerer als der E63. Was geil ist hier, Panamericana Grill, schön blacked out. Da sehen wir auch mal den Unterschied, wenn wir uns den Panamericana Grill anschauen. Und hier beim E63 haben wir diesen, so genau etwas da dazwischen, noch nicht den kompletten Panamericana Grill, genau so dazwischen. So, was dann natürlich auch geil ist, Brabus Logo hier schön blacked out, auch hier oben drauf. Und dann geht es weiter. Frontspoiler schön in Carbon gehalten. Dann hier die Lufteinlässe außenrum schön in Carbon. Und dann auch geil hier an der Seite. Schön gemacht am Frontspoiler dran. Dass du ein aggressives Auftreten hast, aber eben nicht zu aggressiv, sondern immer noch das elegante, exklusive Auftreten. Hier an der Seite. Wir haben einmal 21 Zoll Forged Felgen am Start. Auch schön gemacht. Hier Brabus in Rot. Schön dezent, aber trotzdem, dass es auffällig ist. An der Seite eigentlich alles ziemlich serienmäßig geblieben. Kein Carbon. Hier an der Seite Biturbo 800 Seitenspiegel in Carbon. Hinten haben wir auch 21 Zoll Felgen am Start. Das ist sehr geil bei der Coupé-Version. Hier das Heck finde ich ziemlich geil. Rücklichter, vor allem die Beleuchtung, echt geil gemacht. Brabus 800, dezenter Heckspoiler oben drauf gesetzt. Und was ich jetzt mega feier, ist hier der Diffusor in Carbon mit den Finnen und vor allem hier die Endrohre. Das finde ich, das wirkt richtig, richtig böse. Ich würde auch sagen, wir starten den jetzt dann gleich mal, ja, was da so soundtechnisch geht. Jetzt schauen wir uns aber mal den Innenraum noch an. Ich verstehe das gar nicht, warum baut Mercedes keine Coupé, keine Cabrio-Version mehr bei der S-Klasse, weil Mercedes hat ja gesagt, wir wollen noch exklusiver werden, denn es wird ja auch irgendwann in ein paar Jahren keine A- und keine B-Klasse mehr geben, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wenn ich dann sage, ich will meine Marke noch exklusiver machen, dann haben wir doch hier genau das richtige Auto. Weil es gibt natürlich ältere Leute, die zu zweit in Urlaub fahren und denen ist die normale S-Klasse Limousine ist ihnen zu groß und legen sich genau deswegen die Coupé-Version zu, damit das Ganze etwas kleiner ist, aber vor allem die Exklusivität, die Qualität richtig am Start ist. Und jetzt zieht euch das mal rein von Brabus hier. Und wir haben hier ein komplettes Video gemacht hier über die Führung bei Brabus. Und da stellst du dann erstmal fest, was hier Aufwand da dahinter steckt mit jeder einzelnen Naht, die hier gesetzt wird. Für die Leute, die noch nicht das Video angeschaut haben, wir blenden einmal den Link ein. Das solltet ihr euch wirklich anschauen, weil das ist wirklich faszinierend gewesen. Hier dieses schöne, böse, tiefe Leder in Verbindung mit den roten Nähten. Und da geht schon wieder los.
du denkst dir, ja, wir haben jetzt hier so eine simple rote Naht, aber wie aufwendig das Ganze ist. Und dann hier das durchgezogen ist in Rot. Und dann geht es auch hier weiter. Diese ganzen Knöpfe hier, das ist schon unfassbar, aber noch krasser wird es jetzt hier. Und zwar, das fällt dir auf den ersten Blick gar nicht so auf, aber zieht euch das mal rein. Wir haben hier einfach auch alles beledert. Das ist ein Aufwand, Leute, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Lenkrad hier, schön rote Nähte drüber gezogen. Boah, das Leder fässt sich auch so geil an. Vor allem, das ist eben genau dieses böse, tiefe Leder. Komplette Mittelkonsole drüber gezogen in Carbon. Allein auch hier die Luftdüsen, alles geändert. Mit den roten Nähten noch dazu. Alcantara-Dachhimmel haben wir. Und das ist schon wieder faszinierend, wenn du dir überlegst, wie dieses Auto einfach komplett zerlegt wird und dann wieder zusammengebaut wird. Das ist schon echt heftig. Robert, ich würde sagen, wir starten den Kübel jetzt mal, oder? Ja, lass mal an. Gehst mal nach hinten, dann schauen wir mal, was da so geht. Ja, ist ganz okay, muss Ja, ich sagen. ich würde sagen, da geht ganz gut was, oder? Ja, ein bisschen Alter was. Schwede klingt das Ding. Klingt schon geil. Ja, würde ich auch Vor sagen. allem S-Klasse, ne? Auch noch. Ja? Also ich würde sagen, Robert, wir steigen ein, beziehungsweise ich sitze hier schon. Du steigst ein. Und dann fahren wir los, oder? Auf Also, geht's. auf geht's. So, So, dann sind wir unterwegs. wohin? Das wissen wir noch nicht, wo wir hinfahren. Nach Aber auf jeden Fall merke ich direkt, dass ich nicht mehr in der E-Klasse sitze, sondern in der S-Klasse, weil das direkt deutlich entspannter ist. Diese Sitze, die hast halt einfach nur in der S-Klasse. Hier, wie weit der Sitz da nach vorne geht, wie viel gemütlicher direkt du drinnen sitzt. Von der Lenkung her auch entspannter, halt einfach alles ein Ticken entspannter. Und das Geile ist halt auch einfach, wir haben hier dieses Lenkrad, wo nicht einfach alles komplett aus Touchscreen besteht, sondern du hast hier diese zwei Drücker und sonst hast du hier die Knöpfe und das ist einfach ideal. Auch hier mit dem Display, das ist für mich einfach, und da fühle ich mich direkt daheim. Nicht wie mit den neuen Displays und wo du hier dieses fette Display hast, auch bei der neuen S-Klasse. Mir taugt das viel mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, klar. Aber mir taugt es viel mehr, auch das Lenkrad hier. Ich weiß halt manchmal nicht, ob Änderungen so gut sind, ja, weil genau hier fühle ich mich da daheim. Das ist halt das Schöne. Du hast, klar das andere, du kannst so viel Zeug einstellen, nur ist halt das die Frage, willst du das haben, ja? Aber gut, dann würde ich jetzt mal sagen, jetzt gehen wir mal hier in S+. Ui. Was da soundtechnisch so geht, weil der Twingo da hinten, der hängt schon gut dran. Bin mir echt gespannt, wie hier diese 800 PS am Gas hängen, jetzt im Vergleich zum E63, weil wir haben hier wirklich 1:1 denselben Motor. Hier wurde nichts am Hubraum verändert, das passiert ja nur bei der 900er Variante. Alter. Alter, Da geht mir direkt das Herz auf. krass, Ansprechverhalten ist solide. Sound ist halt geil. Alter, das Ding schiebt voll richtig gut durch. Wenn ich jetzt überlege, der hat 40 PS weniger, aber der wiegt natürlich dementsprechend auch mehr als der E63. Aber so jetzt, nach den ersten Beschleunigungen, merke ich da 0,0 Unterschied. Jetzt mal hier aus dem vierten raus. Boah, Alter, schiebt das Ding durch. Boah, das ist Direkt geil. 200. Alter Verwalter. Das ist geil. Ja, und wie? Dir muss ja immer wieder bewusst werden, du sitzt im Endeffekt in der S-Klasse, was 800 PS hat, aber merkst es, wie tiefenentspannt der einfach durchschiebt. Ja, das ist einfach nur schön. Geiler Klang, Ja. genau, dass es zur S-Klasse passt. Ja, E63 von mir ist ein Ticken lauter, komplette Akrapovic-Anlage am Start, ab Cut, aber sonst auch alles original und du merkst halt direkt, du hast kein OPF oder sonst irgendwas drinnen, genau. So wie es sein sollte. Genau so wie die AMG-Fahrzeuge sein sollten. Sollten, denn wie gesagt, neue S-Klasse, ja, AMG-Version wird es laut Mercedes keine Coupé-Version mehr geben.
Es leuchtet mir immer noch nicht ein. Wenn jetzt Mercedes nicht gesagt hätte, wir wollen exklusiver werden, ja, noch mehr an Exklusivität gewinnen, dann verstehe ich das einfach nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn, warum ich dann S-Klasse, Coupé und Cabrio aus dem Sortiment nehme. Und dann eben A- und B-Klasse auch rausnehmen. Bedeutet A45 wird man nicht mehr geben. Ja? C63 Coupé wird nicht kommen. Es wird nur die Limousine und Kombi geben. Also da bin ich mal echt gespannt, was da so die nächsten Jahre kommen wird. So, hier haben wir jetzt wieder unbegrenzt. Mein Lieblingsschild. Boah, schön. Das ist verrückt, wie das Geilometer. den das aus ist so dem geil. 4. Gang rauszieht. Das Ding ist so entspannt, aber auch so sportlich. Das ist so geil einfach, diese Kombi. Also ich merke schon, dass der geht in die Top 3 ist Daily, oder? Ha? Da kommen mir direkt die Tränen, das ist so schön. Direkt die Tränen, ja, echt? Das ist so toll einfach. Wieso, was könntest du denn noch als Daily vorstellen? Ja, also auf jeden Fall ein SVJ. Okay, es sind ja So, super Sitze auch, ne? Kannst du echt Ja. lange Strecken da damit fahren. Ach, ich habe kein Problem. Ich habe hinten schön gepolstert, ich habe eigentlich vorne schön gepolstert. Ist auch schön, nach 150 Kilometern jedes Mal zu tanken. Ja, aber das zahlt die Firma, das ist kein Problem. Ach so, okay, welche Firma zahlt das? Ja, meine, aber gut, Deine Firma. wenn nichts auf dem Konto ist, kannst du niemand zahlen, aber das ist okay. Okay, verstehe. Ja, boah, was wäre auf Platz 1, das wüsste ich ja nicht. Puh, da haben wir noch viele Autos, die wir entdecken können. Das stimmt auch wiederum. Jetzt schauen wir mal, was wir gleich entdecken können, wenn hier freie Fahrt ist. Ja. Was hier so, wie das Ding hier so bis 300 durchbeschleunigt. Je nachdem, wenn mal wenig Verkehr ist, dann werden wir das auf jeden Fall mal ausprobieren, oder? Ja, wenn. Da finde ich, da könnte er noch mal einen 3. Gang runterschalten. Da will er nur den 4. Gang runterschalten. Na, das schneiden wir weg. Die andere Richtung sieht es noch weniger. Das Ding dann hinten rausbollert. Das ist geil, gell? Ah, Alter! da habe ich einfach Gefühle dafür. Der Kollege hat so ein bisschen schlecht. Alter, das Ding rausschnallt. Das ist schon geil. Ja, das ist definitiv geil. Vor allem ist es schon faszinierend, wie das dann nochmal anders klingt gegenüber einem E63. Ja. Krass, wie es sich da hinten reinlegt. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, aber es passt natürlich nicht zur S-Klasse dazu, war jetzt Blow-Off. Du mit deinem Blow-Offs, oder? Ja, es ist einfach geil. Du mit deinen Blow-Offs, das Es ist ist der einfach Wahnsinn. geil. Aber warte mal, wir sind doch letztens von Brabus was gefahren, da fand ich, da hat es gar nicht gepasst. Was war denn das nochmal? Turbo S. Ja, stimmt, beim Turbo S, genau. Da fand ich die Blow-Offs nicht so geil. Beim XLP hat es halt gepasst, beim Crawler. Ja, da war es richtig fett. Junge, das Video, das war was. Taxi will be Foxtrot, runway 12, and then taxiway Papa for the position on the... Junger Vater. Alter Schwede, Mann. Das finde ich schade von dir. So, es sind halt direkt knapp 290 drauf und das ist verrückt, wie stabil der liegt. Was haben wir denn da vorne für einen Mercedes? Schau mal hier. Diese ist R-König. Das ist ein Facelift. GLE 63. 63, Habibi. Boah, halten wir schön Abstand. Ja, weil wir wollen natürlich kein illegales Staatsrennen hier veranstalten. Eben. Nee, das ist ein GLS. Das ist kein Stimmt. GLE. Ja, das ist Ein GLS Facelift. Sieht gleich aus. Fährt auf der öffentlichen Straße. Also dürfen wir ihn auch filmen. Eben. Fahren wir doch mal daneben hin. Schauen wir uns doch mal das gute Stück ein bisschen genauer an. Da. Also, Na, schau dir das mal an. Siehst du eh schon alles. Das ist ein Riesenschiff. So, schippern wir mal vorbei hier. das sieht aus, als hättest du Seife schon 5-mal benutzt und die ist dann so richtig rund. Genauso sieht es aus. Wir haben auf jeden Fall 270 schon wieder Ja, drauf. ich Und wenn wollte dann das- oben rum die Power kommt, Ja, und aber auf der Straße Leute sind. Ja, jetzt mach doch mal den Kopf zu, Kollege. hey Robert, ich glaube, du musst fahren. Ha! Da bin ich beim Führerschein schneller los, als ich schauen kann. Wieso? Ja, ich habe ja erst 7 Punkte. Ah, okay. Was glaubst du, ob ich punkte? Ich habe schon mal in dem Video gesagt, Ja, kein einziger. hier, 0. Zero. 0. 0,0 Punkte. Ja, Ja, das glauben viele Leute immer nicht, ich kann es auch nicht glauben. weil aber wir natürlich in den Videos hier und da Gas geben.
Aber trotzdem, wenn du ganz normal Gas geben darfst und die Verkehrsverhältnisse das zulassen, dann Ja. machen wir das auch. Und sonst hält sich halt einfach an den Straßenverkehr. Ja, das mache ich auch. Und man nur- kann auch zügiger fahren und trotzdem sich an Straßenverkehr halten. Ja, das mache ich auch, aber Ja. nur ab und zu hat es halt jetzt nicht so geklappt. Okay? Ja, aber wenn halt 120 ist, dann kannst du 130 fahren, du kannst sogar auch noch 140 fahren und du bist noch nicht im Punktebereich. Also nur mal so, Leute, so als kleiner Tipp am Rande. Ne? Ja. Heißt jetzt nicht, dass ihr 140 fahren sollt, wenn 120 ist, sondern da halten wir uns normalerweise an 120. Aber ich möchte ja nur mal sagen, da ist man noch nicht wie beim Robert, hat man noch keinen Punkt. Ne? Oder muss ab und zu mal zu Fuß gehen. Genau. So, aber jetzt würde ich es trotzdem mal sagen, jetzt reißen wir mal auf, wenn da vorne er mit seinem, weiß ich nicht, was der da Ja, liefert. ganz vorne ist ein Wohnwagen. Ach so, Und das ist eine ewige Schlange. okay. Ei. Oh. Alter. Alter. Okay. Boah. Robert, der klingt fast so tief wie du, das Auto. Ja, das weiß ich. Ich bin doch Tenor. Oh, Alter, Der Schwede, junger Vater. da reißt aber direkt das ESP rein. Alter. So, jetzt geht's wieder ab auf die Autobahn. Auf geht's, ab geht's. So, hier auf sieht's doch jetzt geht's. schon mal ganz gut aus. Latsch durch die Mühle. Ja, jetzt reißt nichts an. 200. 260. Obenrum könnte das schon besser gehen. Ja. 290. Bleib drüben, Mann! Robert, Fix was machst du mit deinem Fuß schon wieder? Hä? Ja, weil das siehst du auf 100 Kilometer, wenn einer überlegt, rauszuziehen. So, 302. So, das waren jetzt 302. Was hast du denn da so vorhin gerade mit deinem Fuß da wieder dagegen getreten? Ne? In meinem Blut befindet sich zu wenig Magnesium und deswegen habe ich ab und zu Krämpfe im Fuß. Ach so, deswegen. Ah, okay, verstehe. Aber selbst obenrum, brutal wie das Ding durchmarschiert. Du merkst, klar, es ist ein Ticken langsamer als der E63, vor allem was das Durchbeschleunigen angeht. Aber ich meine, du darfst ja nicht vergessen, ich meine, es sind statt 840 PS 800 PS und er ist natürlich auch ein Ticken schwerer. Aber trotzdem auch krass, wie das Ding einfach, schau dir das mal an, auch wenn du bei 170 Kickdown machst, wie es sich hinten reinlegt und dann einfach weiter und weiter marschiert. Einfach toll. Ja, Robert, Ja, Michael, dann kommen wir jetzt zum Ende zum Video. zum sogenannten Outro. Genau. Was ist Cool. dein Fazit? Das ist und bleibt immer noch eins meiner Lieblingsautos. Und mein Herz wird immer dafür schlagen. Also, wo würdest du dich eher daheim fühlen? Hier in dem Auto oder in der Hütte hier? Ja gut, nachdem die Hütte wie ein Haus aussieht, eher in der Hütte, aber ich muss sagen, hier in dem Auto fühle ich mich auch ganz wohl. Kannst eigentlich auch drinnen schlafen, Ja theoretisch. gut, wenn ich mir den kaufen würde, müsste ich alles, was ich habe, verkaufen und müsste hier drin schlafen, theoretisch, ja. Ja, aber es wäre in Ordnung, oder? Ich wäre völlig fein damit. Ich meine, du hast das beste Leder überhaupt. Eben, also was will ich mehr? Ja, Leute, also hier Brabus 800. Fahren wir mal hier rechts rüber, der will ein bisschen zügiger vorbei. Der Fiat hat es eilig. Ja, kommt eh nicht vorbei. Ja, geiles Teil. Also wirklich geiles Teil. Ich meine generell klar, S63 Coupé ist schon serienmäßig wirklich eine Macht und echt geil zum Fahren. Aber jetzt hat hier mit dem Feinschliff von Brabus Innenraum geil gemacht, außen geil gemacht, leistungsmäßig auch echt top mit den 800 PS. Das funktioniert, das ist von der Leistung ideal. Wir sind knapp über 300 gefahren, da wäre schon noch ein bisschen Luft gewesen. Wobei er, glaube ich, irgendwas bei 308 oder sowas ist er dann abgeregelt, also er ist nicht komplett offen. Ich finde es schade von Mercedes, dass es keine Coupé, keine Cabrio-Version mehr geben wird. Das habe ich ja schon mal vorhin gesagt. Und jetzt verstehe ich es nochmal doppelt mehr nicht, warum Mercedes das nicht weiterhin macht. Aber gut, dafür sind wir jetzt hier den Brabus 800 gefahren und haben einfach nochmal festgestellt, was für ein geiles Ding das hier ist und vor allem, wie tiefenentspannt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie schnell das Ding zum Fahren ist. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt ja wieder zurück zu Brabus. Wir steigen jetzt wieder schön gemütlich in unsere E-Klasse ein. Mhm. Und dann schauen wir mal,
wo es uns als nächstes so hinzieht, oder? Ja, ich wüsste schon was, aber das behalten wir erstmal für uns. Okay, gut, dass du das weißt, weil ich weiß es nämlich nicht. Ach so, ja, dann werde ich das bald zeigen. Alles klar, Leute. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.